There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Hallöchen. Da sind wir wieder. Once again. You think I've got a sharp tongue? Ich spiele heute I just bei tell it Layla like it weiter. is. Da haben wir ja am If someone Donnerstag can't mit handle angefangen it, und ja, ich maybe weiß that's nicht, wie their weiter heute kommt. problem. Vielleicht schaffen wir es heute fertig oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich will mal sagen, wir fangen an, ne? Mal schauen, wie die anderen Ausgänge mal so ausgehen. Ja, das wollte ich nicht. So, wir haben ja beim letzten Mal die Seite fertig gemacht. 3 Ausgänge haben wir schon. War ganz interessant. Wir gehen mal in die komplett andere Richtung. Das heißt, wir fangen wieder ganz am Anfang an. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für Auswahlmöglichkeiten es am Anfang gab. Aber wir müssen auf jeden Fall in die Akademie. And let's see. Hast du eigentlich schon mal gehabt, dass die Türen von der Akademie einfach nicht aufgegangen sind? Wäre ich dagegen gerannt. Weiß nicht, warum das passiert ist. Oh, we meet again. Ja. Sorry, but I don't really have time to chat right now. Gehst du wieder eine beste Person? Oh, come to think of it, I haven't seen Twirly Whirly in a long time. But no, now's not the time for that. Oh. I was originally looking up some information at the House of Dana, but the more I read, the more I realized that my thesis is horribly lacking. Ja. I should have been done with the first draft of my thesis by now, but I've barely written a third. Ja, was machst du jetzt, wenn du eigentlich Informationen suchen wolltest? I guess I have to keep looking up as much info as possible. I shouldn't give up now, but who am I kidding? Maybe I'm not cut out to be a Jetzt kommt wieder dieser researcher. Pessimismus. Maybe I shouldn't have come to the academia in the first. Ja. I should probably not. Okay, so have schlimm tried, ist es to doch be nicht, oder? honest. I haven't slept a wink for days. Das ist nicht gut. Ich bin immer noch der Meinung, dass du ins Bett gehen solltest. Ja. Wir haben es erst gehört. Okay. Was ein großer Pilzbestien ältester. Huh? What's that? A fungus with a long beard? There's no such thing. Though, if there were, I'd love to give it a pat or two. This might sound strange, but I actually... Ja, wir wissen es due nicht. to my Okay, wir wissen es yeah, nicht. but my homework's... But that's... I really... Maybe the stars above Ich will auch so decided eine to help- Fähigkeit. Wird es But there's no irgendetwas point geben, in me studying das at the academia meine Hausaufgaben macht, ohne dass if I ich weiß? keep Das wäre schon relying on this was Nices. mysterious It comes Ja. down to my own... Oh no. Ja. Oh. Ja, Yes, ist but gut. the if you want its help, all you have to do is write down your question, and you'll get a response a short while later. Vielleicht ist ja auch ein Gelehrter, der anonym bleiben möchte. No one knows who or what it actually is, but getting an Ja, answer, all I can do, who knows, trying my luck with another.
Ach, das war's. Es ist riskant, sich auf eine verdächtige Legende zu verlassen. Also halt das für keine gute Idee. You're right. I need to keep a level head. I don't have time to waste. But what do we do from here? I can't just go back and start packing to leave. Ja, ruh dich erstmal aus. Rest? But my deadline's just around the corner. Oh, I don't think I can afford to rest right now. Ja, aber in den Zustand bringst du doch nichts zusammen. Jetzt im Ernst. You do have a point. Oh, sorry. I tend to panic easily, as you can see. Then how should I rest? I definitely won't be able to sleep. As soon as I close my eyes, all kinds of thoughts start floating into my head. Okay, dann gehen wir halt einen Kaffee trinken. Oh, that's a good idea. A cup of coffee might help clear my head. Let's go. Ja. Gehen wir doch zusammen Kaffee trinken. Ist doch bestimmt nichts Schlechtes. Too slow. Ja, ich trinke auch jeden Morgen Kaffee. Das hilft mir zwar eigentlich nicht. Also im Sinne von Wachwerden, ich trinke es aber trotzdem. Been here all day. Still, none of the forecasts have been on the money. Gut. Let's sit down here and have some coffee and sweets. It'll help me put my thoughts together. Wenn du meinst. Ich hatte nichts gefuttert, No, aber... we're here to rest. My problems will have to wait for now. Richtig. Oh, hey, Layla. Oh, wer bist du denn? Huh? Und du bist? I'm one of Layla's classmates. I just came by to say hi. Ach so, hallo. We just submitted our theses and we're totally beat. Everyone will be meeting here to celebrate. Seeing how relaxed you look, you must have already had your thesis finished ages ago. Bitte lass uns nicht darüber reden. Oh, no, I'm actually having a lot of trouble with it. You say that every time we talk, but you've never missed a deadline. Not only that, your papers are always well written and thorough. Your advisor is constantly praising your work. Yet you're always going around saying stuff like, I can't make it, I don't understand, I'm super worried. That kind of talk doesn't reflect your work at all, you know. Well, Gibt's irgendwelche Probleme mit Layla? For starters, she doesn't even try to participate with the group at all. It's one thing that she's not willing to help us, but she doesn't even bother showing up for our discussion meetings. Und das ist jetzt dein Problem inwiefern? Every time we come to see her, she looks out of sorts and on the verge of a breakdown. Ja, warum denn wohl? It's not like we can't finish our own theses without her, but no one wants to always see her this way. What? I know. Sorry. Du musst lernen, die Entscheidung der anderen zu respektieren. Du zwingst gerade nur Layla deine Meinung auf. Whatever. There's no point in starting an argument here. Nee, wirklich nicht. Das ist ziemlich unnötig. If you think she can justify her behavior, then that's your opinion. Tschüss. Thanks for standing up for me. No need. Das ist doch logisch. I really want to help the others, but most of the time I'm barely scraping by myself. There's very little I can help with. Ist das wieder wegen den Segen der Sterne? Yeah, I can't ever tell my classmates about that. I'd be a mess if they ever reported it to my advisor. It's really just a big misunderstanding, and there's nothing I can do about it.
Everyone just gives me weird looks and judges me. It's making it really difficult to find friends. It's actually pretty rare for someone to actively engage in a conversation with me, like you do. Ja, ich denke, ich kann mich so ein bisschen so in einer Art und Weise so in deine Situation reinfinden. Huh? What do you mean? Naja, du glaubst, das Singen der Sterne irgendeine externe Kraft ist, die nicht deiner Kontrolle unterliegt. Aber nur wenn du dich selbst verbessert und dich nicht nur auf deine äußere Kraft verlässt, kannst du diesen Teufelskreis ausbrechen. Verstehst du? Yeah, that's exactly it. Seems you know just as well as I do. The thing das ist doch is, gut. I'm terrible under pressure. That's just my nature. Even the thought of everyone's expectations back home is enough to make me feel nervous. And the more nervous I get, the worse things become around me. Take what Munira just said, for example. I don't think I'll be able to get it out of my mind for the entire day. That means I won't be able to relax at all today. Wenn das so ist, dann, ja, sollten wir jetzt einfach einen Kaffee trinken. Completely relaxed? But we're at a cafe. Is this not relaxing enough? Nee, du denkst immer noch über dein Studium nach. I know, but... But? Alright, no more buts. Das ist gut. My life is a mess because of the decisions I've made for myself. I should listen to your advice this time. Weise Entscheidung. How do I completely relax? Da du ja auf dem Land geboren wurdest, sollten wir vielleicht mal die Stadt verlassen und uns ein bisschen die Gegend anschauen. Sightseeing. That does sound pretty nice. I haven't set foot outside the academia in quite a while. Das ist nicht gut. I used to enjoy visiting the rainforest, but it's been a while since I've been there. Maybe a lot has changed. Ja, dann gehen wir uns doch jetzt den Regenwald anschauen. Okay, why don't we go there and take a look? Ja. Auf, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Spazieren ist immer was Gutes. Mache ich auch gern. Dann gehen wir hin. Wir gehen da oben hin. Okay. Hui. Even the air here feels more relaxing. I just want to forget about the thesis altogether. I'm just kidding. Knowing me, I'd only be able to forget about it for a little while. This doesn't count as trying to avoid my problems, does it? Ja, aber bei der Lösung von Problemen ist der Gemütszustand ebenso wichtig wie die Effizienz. Ich meine, wenn du schlecht gelaunt bist oder müde bist, wir müssen da ordentlich arbeiten. That's quite the legitimate excuse. No, it's more of an explanation. Even I'm starting to get bolder with my words. I grew up in a place like this, looking into the distance now with the breeze in my face makes me feel like a kid again. Das ist doch schön, oder nicht? Oh, those were the happiest days. Was hast denn du damals so gemacht? I had a bunch of friends back then, and we would go pick wild berries in the woods.
No matter what ingredients we found, we would cook them over a fire, and whoever lost one of our games would have to eat all of it. Klingt wie das Spiel, was wir mit Thomas gespielt haben. No, it wasn't that bad. It really depended on how lucky you were. Grilled apples and sunsettias are actually quite delicious. Dann suchen wir uns doch auch etwas essen und machen ein Picknick. Sure. I haven't done that in ages. Let's go. Apples and zaytun peaches were the most popular fruits back then. Oh, and of course grilled fish is delicious too. Oh, fish skin releases oils while cooking, which drip into the fire and cause it to burn even brighter. Haben wir hier irgendwo einen Fisch? Nein, nur einen Frosch. Haben wir keine Fische hier? Oh. Sollten wir mit dem mitwascheln? Hier ist kein Fisch im Wasser. Ich hätte gerne einen Fisch mitgenommen. But we would always get yelled at by the grown-ups if they caught us sneaking into the river to catch fish. What's the big deal? We just want to swim. That's what we used to say. But now that I think about it, it really was quite dangerous. Warum? Sein kann, dass der Fisch euch beißt? Thank goodness nothing bad ever happened. Ich will einen Fisch fangen, aber hier ist kein Fisch. Following me. Gut, in so einem flachen Gewässer ist eigentlich auch logisch, dass da kein Fisch ist. Okay, dann eben ohne Fisch heute. I think we found enough now, don't you? Ja, doch, das, Nee, nicht 2 Äpfel, wir haben bloß 3 Sachen. Ja, bitteschön. Alright, these should be enough. There's nothing like the smell of fresh ingredients. They already smell delicious. I'll be here cleaning the ingredients. Can you please fetch some firewood for us? Ja, sicher doch. Such mal ein bisschen Feuerholz. Ach, wie süß das ist am Wasser liegt. Sauber macht. Da holen wir ein bisschen Feuerholz. Ich weiß noch nicht woher, aber... Ach. Da ist Feuerholz. Die wollen es mitnehmen. Gehen natürlich nicht. Ja, das nehmen wir den jetzt weg. Einfach, weil wir es können. The wind rises. Ich will einfach nur Feuer, irgendwelche Äste zusammensammeln und machen einen großen Kampf. Oh, da hinten sind ganz viele Sandtapis. Ah. Guck mal. Family. Ah, ich finde, die sind so süß. Ich finde es immer traurig, wenn ich gegen sie kämpfen muss, weil sie zu irgendwelchen Lagern dazugehören. Und ich jetzt Schatzruhe sonst nicht krieg, wenn ich sie auch nicht töte. Tun sie mir immer leid. Weil ich muss sagen, ich finde auch bloß die im Dschungel süß. Ich finde die im Regenwald, what the fuck. Die in der Wüste sind nicht ganz so niedlich. Aber die im Regenwald sind absolut knuffig. Fresh food is the best. I feel like I've traveled back in time. We all used to run around in the woods when we were kids. Trees and mud was the world we knew best.
It doesn't matter how long I'm away from the forest, I won't ever forget the feeling of running through the trees. Oh, how about you? Can you relate to that feeling? It's almost like not knowing the world will change or ever expecting it to change. Ja. Braucht dann Hilfe. Bei was denn? Jetzt brauchst du Hilfe. Oh nein. Das ist eine harte Frage. Jongliert oder Child? Also sie haben natürlich eine ganz böse Kombi ausgepackt für die nächste Phase, ne? Aber ich würde für Child sagen, weil ich weiß nicht, warum ich mag Child ein bisschen mehr, aber ich weiß halt nicht so, wenn du mehr magst, aber das ist, also sie haben da wirklich eine böse Kombi ausgepackt, muss ich sagen. Also sind beide cool, aber ich würde für Child gehen. Also ich auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, ich will Child schon seit Ewigkeiten haben. Und ich finde seine Fähigkeiten ein bisschen cooler, aber so an sich. Also so an sich ist es eine schwierige Frage. Das ist halt natürlich auch die Frage, wenn du mehr magst. Aber. Nee, das war schon wieder. Er hätte auch Child genommen. Ja, also, wenn du auch so viel bist, ich würde echt für Child gehen, weil ich muss sagen, ich mag seine Fähigkeiten. Dass er zwischen Bogen und seinen Wasserwaffen da switchen kann. Und so, aber es ist schon böse, was sie gemacht haben. Als sie schon Lei und Child gleichzeitig rausnehmen. Ja. Sagen Polen werde ich sowieso, ich habe zwar die Befürchtung, dass ich Child nicht bekomme, aber ich brauche unbedingt Framinate, ja. Ich will Framinate haben. Sonst. Weil ich werde wahrscheinlich noch nicht mal Linnys Waffe noch bekommen. Obwohl ich am Farmen bin wie bescheuert, ey. Aber. Das ist schon gemein, was sie gemacht haben. Okay. Obwohl Abenteuer immer ständig aufeinander sind, strebe ich irgendwie nach dieser Mentalität, ja. Whatever the case, it's a very warm feeling. In the end, I passed the admissions exam, and the life I had led came to an abrupt end. Oh, sag das nicht so böse. Later, as I sat in a lecture at the academia, my mind started to wander and I began to think about home. It was then that I realized how long it had been since I went back. I can't go back anymore, and other similar thoughts started to come to mind. I guess I'm still not used to being in the academia yet. Jeder Lebensabschnitt folgt einer Bestimmung. You're right. So we should let go of the past. I suppose this is also part of growing up. Ja, But leider. reminiscing about the carefree life of being a kid sure works wonders for the mind. You start missing those moments once you leave them behind, and that's part of moving forward. From now on, I'd like to cherish every single day of my life, even when it's not the smoothest of rides. Du kannst das. I'll take the compliment. Ja, bitte doch. A little bit of sugar and a good view really go a long way for relaxation. I thought it'd be impossible for me to enjoy something like this. I thought I'd never be able to get my mind off my thesis. But now, I feel like I'm fully enjoying myself. It's really great. So, what are we doing next? Lass uns doch einfach ein bisschen spazieren gehen. You're right. I've been doing research for so long that I'm used to having a certain routine. Ja, aber das ist doof. A carefree stroll. I like the sound of that. Ja. Immer alles geplant haben ist doof. Das, sagen habe ich nicht. Vor allem gerade im Moment nicht so. Chill ja noch in den Ferien, aber
wenn er wieder Schule ist, das gefällt mir nicht. Ich habe trotzdem nicht alles geplant, aber schon der Gedanke, dass ich jeden Tag für eine gewisse Zeit in der Schule sein muss, gefällt mir nicht. Ja, ich glaube, das gefällt keinen. Yeah. Dann lass uns auch ein bisschen spazieren gehen. Was hast du das gehört? Da singt jemand. Juckt mich nicht die Bohnen. Das ist wahrscheinlich ein Aranara, der da oben ist. Ja. Hui. Habt ihr eigentlich irgendwas gemacht noch? In den Ferien oder so? Wow. Beziehungsweise habt I ihr noch never Ferien? knew there was Habt ihr noch was such a geplant oder large müsst ihr schon wieder in die Schule lake gehen? here. Ist ja ganz It's unterschiedlich. so beautiful. Ich habe 2 Freundinnen, die leben nicht aus Bayern, die wohnen woanders. Die sind alle schon seit 1, 2 Wochen in der Schule. Das sind so arme Kinder. Und ich sitze doch hier und schreibe ihn und frag, wie es so war, während ich den ganzen Tag im Bett gelegen bin. Okay, nein. Ich liege nicht den ganzen Tag im Bett, aber das ist aus dem Prinzip, ne? The feeling of cool lake water can wash away all your troubles. Can you wait for a minute? I'd like to wash my face. I think it'd be refreshing. Sollten wir nicht einfach gleich reinspringen? Huh? A swim? Ja. I can't remember the last time I went swimming. I might not even know how to anymore. Ja, also schwimmen verlernt man nicht. Okay. I'll try to swim over there. Okay, Wettschwimmen. Wer zuerst da hinten ist. Wait. No. I'll definitely lose. Ja und? No. Forget about winning or losing, Ja. Layla. It'll be fun either way. Richtig. Wait, we're starting already? Ja. Ach, ich kann jetzt für uns oder für Layla schwimmen. Hoppla, habe ich zu spät gesehen. Wer es früher gesehen hätte, für Layla geschwommen. Ups. Naja. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir gleich absaufen. Ich sauf safe ab. Na, schaffen wir es noch? Ja. Wow. As expected, I lost. How would I be able to beat an adventure at something like this? Du warst aber sehr gut, ja? Bin überrascht, dass du schon da dran warst. Really? Among my childhood friends, I was considered one of the more athletic ones. But that's just like how I used to think that I had a gift for learning. After coming to Sumeru City, I realized that I only thought that because my hometown is such a small place. Ja. Es kommt natürlich immer drauf an, wo man lernt. Ja, ich bin auch so ein Mensch, ich kann in der Schule nicht lernen. Also, im Unterricht aufpassen, ja, aber wenn wir irgendwie so wenn wir wieder selbstständige Zeit haben, wo wir was lernen sollen, ich bringe das nicht zusammen. Ich kann das nicht. Vor allem, weil halt einfach so viele Menschen um dich herum sind, die einfach noch irgendwie am Quasseln sind. Da bin ich raus. Das kann ich nicht lernen. On top of that, I'm getting weaker and weaker because I'm barely able to sleep nowadays. There's no way I can bring myself to brag about anything now. Du bist wirklich zu bescheiden. Please, you're always encouraging me. Ja, I'm was ist daran starting to falsch? feel embarrassed. Ach. But swimming again really feels great. Every muscle in my body was engaged. I probably wouldn't have to worry about my thesis if I turned into a fish, don't you think? I'm just kidding, of course. I'm sure fish have worries of their own. I'm quite content with how things are right now. Über was müsste sich denn ein Fisch Gedanken machen? Gut, dass er fressen kriegt. Dass er eventuell auf seine Kinder aufpassen muss. Oder was macht sich ein Fisch noch Gedanken? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Fischen nicht aus. Let's keep going, shall we? Ja.
Eine wunderschöne Spaziergang. Schau mal, das ist ein Trampolin. Oder sowas in der Art auf jeden Fall. Willst du mal There's a springen? mushroom here. You wanna jump on it to see what's up there? Yeah! I haven't done this in a while. I kinda wanna give it a try. Ach ne, hier ist eine Verwelkung. Der ruiniert die Stimmung gerade. Aber ich werde sie mir mal markieren, dass ich sie wegmache. Ich habe zwar noch eine andere Verwelkung irgendwo in der Wüste, die ich mir markiert habe und immer noch nicht weggemacht habe, aber das ist jetzt ja ein anderes Ding, ne? Sollte ich vielleicht mal tun. Ich krieg dafür eine Chest. Und Promo Gems. Das ist das Einzige, was mir gerade wichtig ist. Können wir bitte weg davon gehen? Das sieht unschön hier aus. Müssen wir darauf? Hui. Ja. Quit following me. Oh, sind wir in Vanarana, oder wie es hieß? Oh ja, sind wir! Ich wusste gar nicht, dass hier so eine Verwelkung ist. Hey, Hallöchen. Schön, dass du da bist, nix. Dann, gehen wir mal rauf. So. Boah, da kannst du bestimmt voll schön auf... Oh ja, da ist der Wasserfall. Oh, das sieht so schön aus. Ich habe leider noch nie richtig einen Wasserfall echt gesehen. Ich war noch nie an einem Ort, wo Wasserfälle gab. Oh mein Gott, guck dir mal diesen Ausblick an. We've walked pretty far now, Ja. but I barely felt the time passing by. I've been staring at books in my thesis every day. I've forgotten how nice and happy life actually can be. Deshalb ist das Studium auch nicht alles. Ja? Es gibt noch so You're viele schöne right. Dinge. No matter how much of a hard time I'm having in academics, I should still find the time to look after Ja. myself and fulfill my needs. Natürlich. You really understand more about life than I do. Ich bin auch schon lange unterwegs. Willst du die Chance nicht mal nutzen, um dich auszutoben? Hm? Release my stress? Oh, I see what you mean. Being at the top of a mountain really does make someone want to yell out loud. But it's a little uncivilized, Ja, isn't it? komm. Da sind wir alleine, nur zu Zeit. Kann man doch auch mal Spaß haben. Alright, I'll give it a try. Just promise not to laugh, okay? Promise. Also zumindest der Traveler, ich nicht. Ich bin so gemein, ich weiß. Aber... Oh, sweet. What an amazing day! Oh mein Gott, ist das süß. Jetzt mal ernsthaft. It feels like my entire body is bubbling with excitement after yelling like that. This happiness was so common as a child, but before I knew it, this feeling was buried in the bottom of my heart. It's getting late. Why don't we rest here for a while? I'll tell you some interesting astrology stuff when the stars come out. Okay. Oh, but it's alright if you don't want to listen to that kind of stuff. We can also tell jokes about life, or talk about anything you're interested in. Wie ist dein Weltenrang? Weltenrang Weltstufe, meinst du? Glaube ich, Weltstufe ist auch 8. Also das höchste, glaube ich. Meine ich. Bis nicht, dass es was Höheres gibt. Du kannst mit mir über alles reden. Okay, then I'll tell you more about me. Okay. The only reason I ever chose to study astrology is because of how beautiful the stars are at night. That's all.
Okay. My teacher told me that nature possesses a certain power that grants people an equal amount of kindness and fairness, regardless of the different talents they may possess. And that's why I wanted to call the kind person who's always helping me as the blessing from the stars. Verstehe. The stars in the sky are something that brings happiness to people. Das stimmt, ja. Everything about home is filled with purity and passion. My memories of that place are wonderful. I never want to forget them. If I were to ever discard anything so pure, I don't think I'd ever be able to find a place to anchor myself in the vast sea of knowledge. That's why, no matter how tiring or how hard it gets, I won't let my family down. They are already an important part of me. Ja, und ja, deswegen ist auch kein Grund, sich unter dem Druck fertig zu machen, oder nicht? Yeah. Thank goodness you were there to help me out, or I don't know where I would have ended up. Ja, dafür bin ich doch da, oder nicht? We probably still have a while until the stars come out. Das heißt? Only kids sit around like this, waiting for the stars to appear. Oh, das mache ich heute noch. Also eher mehr im Sommer als im Winter, aber unwichtig. Nee, mache ich gern. Das ist immer so. Oh mein Gott! Och nee, ach ist das süß! Wie sie sich an uns anlehnen! Ist das cute! Oh ja, jetzt hört man auch die Grillen im Hintergrund, das ist auch schön. Ein Moment des Schlummerns. Ist sie erschöpft oder endlich entspannt? So einen kostbaren Moment lasse ich noch ein bisschen dauern. Oh mein Gott, ist das sweet. Die Bilder sind immer so unfassbar süß, die man bekommt. Ah! Oh ne, jetzt habe ich daneben geklickt. Egal. Genshin. Ich bin auch auf Stufe 8. Sehr gut. Ja, schon lange dabei. Ist aber nur ein bisschen nervig, weil dass ich auf Stufe 8 bin, weil meine Freundin ist erst auf Stufe 5. Das heißt, sie kann nicht in meine Welt. Aber es gibt ja so ein paar Truhen, dafür braucht man 1 bis 2 weitere Personen. Und die können wir alle bloß in ihrer Welt holen, was ich in meine nicht kann. Das ist ein bisschen nervig. Aber mein Gott, diese Bilder sind immer so unfassbar niedlich. Okay, dann machen wir einfach direkt weiter. Und holen uns die nächsten süßen Bilder. Es ist grausam, wenn das so nah gesund ist. Dann zurück ins Kaffeehaus. Let's sit down here and have some coffee and sweets. It'll help me put my thoughts together. Und wer sagt, dass du denken sollst? No, we're here to rest. My problems will have to wait for now. Oh, hey, Layla. Sie ist wieder da. I'm one of Layla's classmates. I just came by to say hi. Ja, ich will ja aber We niemand just haben. submitted our theses, and we're totally seeing how relaxed you look. Oh, no. You say that yet you're always going around saying. Well, Was willst du eigentlich hier? For starters, she doesn't even try to. Every time we come, Yeah. it's not like we. Bitte. I know. Whatever. There's no point. If you think she can justify her. Ja. I really want to help the other. Yeah, I can. It's really just a. It's actually. Huh? What do you mean? Yeah, the thing is, and the more nervous I. Alternativ kannst du auch einfach eine direkte Konfrontation suchen. Face it head on? What should I do? Do you really think I can? Okay, das ist eigentlich ganz einfach. Sagt zumindest der Traveler. Finde ich selber nicht so.
Ganz einfach. Teile die unerledigten Teile deiner Abhandlung in Kronkette. Aufgaben auf und erledige sie eine nach der anderen einfach ab. Hm? Oh, okay. I've got a pen and paper with me. Let me go through them real quick. Oh was? Welcher Mensch hat einfach so einen Zettel und Stift bei? Na gut, in der Welt, wo es noch keine Handys gibt, ne? Zum Beispiel hier. The theory sections are pretty much finished. I'll be able to finish organizing the rest on my own. As of now, I'm missing crucial observation data. I need the results of an observation to validate the conclusion of my thesis. Kannst du auch. Schön, dass ich mit nicht allein bin. And then there's the preparation for my thesis defense. I'll need to mentally prepare. Klingt nicht so schwer. Ich helfe dir. What? You want to help me with my thesis? Thank you. Thank you so much. I don't even know how to show you my gratitude. Ach, mach dir doch nicht so viele Gedanken. Hab dir doch schon bis jetzt geholfen. Und ich werde auch weiterhelfen. You're so kind. I had no idea I'd meet someone so nice in Sumeru City. Und hier bin ich. Okay, I'll do my best. It's the least I can do, considering everything you've already done for me. First on the list is the experiment to get observational data. I actually had it all planned out several days ago and even borrowed a celestial globe from a Mahamada. However, the weather was rainy every single day after I borrowed it, and I was unable to compare the night sky against the celestial globe. Ja, ganz toll. Regen bei uns hat ja auch in der Zeit so viel gerettet. Beziehungsweise immer noch. Ich weiß nicht, also bei uns ist jetzt das schönes Wetter, also in Bayern, zumindest da, wo ich wohne. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch da aus? Ist da immer, regnet es immer noch oder kommt langsam die Sonne raus? There are a lot of Weiß es nicht, people schock ein waiting to Wetterbericht. borrow the celestial globe, and I wasn't able to extend my time slot. So I returned it and haven't been able to borrow it again since. That's why I still haven't performed the necessary observations yet. I don't know what to do. Da fehlt das die Ausrüstung, ja? That's right. The celestial globe is a high-precision device used specifically for researching the stars. Submitting an application to borrow one from the academia is pretty much the only way for me to get my hands on one. Dann fragen wir doch mal bei der Abenteuergilde nach. Huh? Why the Adventurers Guild? Naja, Catherine hat schon den einen oder anderen Kontakt, nicht? Oh, I see. The Adventurers Guild is open to everyone's commission, so she might have some ideas. Okay, let's go and try our luck. Ja. Lass uns doch mal versuchen. Mal gucken. Warum labert... Ich hätte mal Discord vielleicht stumm schalten sollen. Weiß ich das? Aber ich glaube, das ist auf meinem Server tatsächlich. Auf meinem Server ist nie was los. Wie passiert das? Aha. Aha. Wen haben wir denn da? Ist jemand auf meinem Server? Oh mein Gott. Dann gehen wir mal zur Abenteuergilde. Mal schauen, ob Catherine was für uns machen kann. Ad Astra Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild. How can I help you today? I'd like to... I have a commission. It's kinda strange. How should I put this? Also kurz gesagt, glaubst du es möglich, dass wir hier irgendwie eine hochpräzise Planetenmaschine ausleihen können? Right. Equipment at the academia is in very high demand, and we aren't able to borrow one now. We were hoping someone else might have something similar that we could use.
I don't know anything about astrology, so I'm afraid I'm unfamiliar with the device you are looking for. However, one of our requesters happens to be an astrology enthusiast. I hear that he's a collector of all sorts of specialized astrology equipment. Echt? After the Adventurers Guild helped him out, he indicated that he'd be happy to return the favor if the adventurers ever need it. Perhaps we could arrange a meeting between you two. That should help solve your problem. Oh ja, das wäre große Klasse. You're Dankeschön! welcome. It's my job to provide adventurers with the necessary support. The man's name is Azam. Here is his address. You can go ahead and pay him a visit. Yeah. Dann machen wir das doch direkt mal, ne? Too slow. Wenn schon einer da ist, der seine Maschinchen ausleiht, dann gehen wir ihn doch gleich mal besuchen. Hey. Bisschen mehr Tempo bitte, danke. Irgendwo da oben soll er sein, ne? Hello, are you Azam? Yes, I am. How may I help you? Ah, I see. Well, if it's a request from an adventurer, then I'll be happy to help you. I just so happen to have the device that you're looking for. Let me fetch it and show you, just to be sure. This is, Yes, this is it. Thank you so much. Sorry, I didn't mean to interrupt you. I just got a little excited. Please go ahead. To be honest, judging by what stands before me, I find it very hard to believe that you're an astute Ratawahist student. Oha! Wie wagst es, solche Sachen von dir zu geben? Well... Astrology is a hobby of mine, and these devices have cost me both time and mora to collect. I cherish them as if they were members of my own family. Ja? Which is why I don't let just anyone borrow them on a whim. These devices are delicate and can easily be damaged if used inappropriately. Oh, that's completely understandable. What can I do to better gain your trust? How about this? I don't need a deposit or anything, but I'd like you to share the contents of your research with me. I'll ask you some questions. What? If your explanation proves satisfactory, then I'll lend you the device. Ach, was bist du für ein anstrengender Mensch? Share the contents of my research and answer questions? Ja, komm schon, das schaffst du doch, oder? Herr Grund nervös zu werden, du musst einfach nur ein wenig von deinem erlernten Wissen teilen, oder nicht? Alright, I'll try. But I can't disclose the actual details to you. How about a general overview of the research? Would that suffice? Yes, that would be fine. You're probably aware that astrologists rely on the movements of celestial bodies to calculate the past and the future, as well as attempt to summarize the correlating principles, correct? Of course. This is the basic principle of astrology. Okay. Ich lerne hier gerade echt viel. Weil, ja, ich habe von der Welt selber nicht so viel Ahnung. My current research is about a certain phenomenon called astral shift. Interesting. That's not a topic any ordinary person would be familiar with. I have a basic understanding of the concept, but I'd like to hear you explain it. Okay. Well, in short, it means that the results derived from astrology are prone to change. As time continues to flow, the stars change and everything else becomes affected by this change.
However, what's actually driving the change is what's worth investigating. I think that it might just be another law of nature. If the changes follow a certain pattern or routine, then it could be explained as some law. But the changes are manifold, even when considering just a single star. Was reden die da? The changes could be resulting from a simple single orbit shift, or it could be a more complex double orbit, or even a triple or quadruple orbit shift. These phenomena have a dramatic effect on astrological conclusions. Was? Oh mein Gott, das ist zu hohes Fachwissen für mich. Und dabei glaube ich, dass das schon einfach erklärt ist. What I'm working on now is the research and prediction of the triple orbit shift phenomenon. Triple orbit? By yourself? Yes. That's right. You do know that adding an extra star to the equation increases the computational workload by more than 10-fold, right? It does get a little complicated, but it's still manageable with the use of a few self-invented techniques and a large number of star logs and star charts. Which leads us to why I'm in need of a high-precision celestial globe. Bin ich die Einzige, die findet, dass sie sich eigentlich nicht mehr ganz so müde anhört wie am Anfang? Wie wenn wir sie in der Akademie ansprechen. Ich finde, das ist ein bisschen irgendwie munterer. Vielleicht liegt es an der Kaffeepause. Amazing. I suppose I should never have judged a book by its cover. I thought you were just trying to half-heartedly deal with some school assignment. Ja, das auch. Do I really look like that sort of person? Don't worry. I'm just joking. I was a little cautious at first, but now I trust you completely. It would make me extremely happy if my collection could assist a researcher in achieving tangible results. Just make sure you return it to me once you're done. Oh, thank you so much. I really needed this. Good thing Azam was willing to hear me out. Ja, weil ich jetzt nicht so viel verstanden habe, es hat sich so angehört, als hättest du es gut erklärt. Really? I was just explaining what it is I'm trying to do. Du wirkst wie ein ausgezeichneter Gelehrter. Really? Sicher. I don't know if you really mean it, but... Boah, was happy denkst to du von hear mir? that. I guess even the hardest problems can be solved as long as I'm willing to try. Recording and comparing data will be much easier now that we have this device. I can do it all on my own, too. Let's continue with the plan. Can you help me with the rehearsal of my thesis defense? We can do that at the House of Dina. Moment mal, was ist das eigentlich für ein riesiges Ding? Wo packt man das denn hin? Das kannst du doch nicht so einfach mitnehmen, oder? Das ist doch so ein riesiges Teil. Oh. Ach, was weiß ich. Nicht mein Problem. Ah Mann, ich bin manchmal ein bisschen gemein. Aber es ist ja nur ein Spiel. Also passt schon. Es hat jetzt irgendein Mensch, der das Spielen wieder zu ernst nimmt. Ich hoffe doch mal nicht. Oh. So. Bei was sollten wir jetzt eigentlich nochmal helfen? Ich weiß es schon nicht mehr. This seems like the best spot to do this. We'll need to be quiet so we don't disturb anyone. Ja, das ist logisch. So here's what will happen during my thesis defense. After I present my thesis, the advisor sitting below will begin to ask questions. Theoretically, I should be able to answer any questions related to my thesis. However, I tend to get really nervous when my advisors look at me, and I end up completely
forgetting what I planned to say. Das ist nicht gut. Also ich muss sagen, ich finde Vorstellungen eigentlich auch nicht so einfach. Also ich finde das für mich eigentlich immer extrem schlimm, wenn ich da vorne stehe, ne? Wenn dann alle auf dich gucken, das ist so, muss ich nicht haben. Aber das Ding ist einfach, ich habe so ein Talent. Es ist scheißegal, wie nervös ich bin. Man merkt es mir nicht an. Man merkt es einfach nicht. Ich weiß auch, das letzte Referat, das ich gehalten habe, also von meiner Klasse gehalten habe, die ich danach so wirklich gehalten habe, das war eigentlich nur noch vor Lehrern. Das war in der 8. Klasse. Da ist es eigentlich schon wieder, boah, es ist bald schon wieder ein Jahr her, dass ich in der 8. Klasse war. Nein, 2 Jahre her. Um Gottes Willen, wie die Zeit vergeht. Da haben die alle gesagt, ja, ich war voll ruhig und habe langsam geredet, warst irgendwie überhaupt nicht nervös. Und ich war so, was? Das ging, ich war nervös, war nervös wie sonst noch was. Ich so, alles klar. Es ist einfach so ein Talent von mir, ne? Und das andere Mal, wo ich noch erinnern kann, wo ich bei der ganzen Klasse vorgestellt habe, da war es das Gleiche. Also wir haben bloß so ein kleines Referat in Wirtschaft gehalten, weil unser Wirtschaftslehrer, weil wir haben im Quali oder eben auch, beziehungsweise in der Prüfung in Wirtschaft oder was weiß ich, was du gewählt hast, da gibt es halt 3 Fächer, die du wählen kannst, muss man am Ende immer was vorstellen in der Gruppe. Und wir hatten halt was alleine vorgestellt, wo er sehen wollte, wie wir denn vorstellen, ob wir es, beziehungsweise eben, ob wir es richtig machen. Und ob wir es gut machen. Und der hat uns nicht benotet oder sowas. Und der war auch so, waren auch alle voll begeistert. Ich bin so ruhig. Und ich so, was, wie geht das? Ich bin überhaupt nicht ruhig. Es ist einfach so ein Talent von mir. Das ist irgendwie so eine Gabe. Und ich liebe sie. Weil das ist immer gut, wenn man nicht anmerkt, dass ich nervös bin. Ja? Vor allem, wenn es in der Prüfung ist, ne? Wobei in der That's Prüfung... why I want to rehearse and practice presenting my points in front of someone. In der Prüfung selber war ich dann eigentlich voll chillig. Weil, wie gesagt, ich war in einer Vierergruppe. Wir hatten 2 Dreier und eine Vierergruppe. Ich war in der Vierergruppe. Und ja, das war eigentlich... Ich meine, wenn ich mit mehreren Leuten vorne stand, habe ich noch nie wirklich Probleme gehabt. Ganz schlimm war es, wenn ich es alleine war. Und in der Prüfung war es voll entspannt, ey. Ich habe einfach gewusst, ich habe mich mit meinen Themenbereichen einfach rausgekannt und habe das erzählt, was ich weiß. Und ja, das, was ich nicht wusste, habe ich halt auch nicht erzählt. Anders wie so meine Mitstreiter. Also es ist halt das Gute, dass man auch im Referat immer einzeln bewertet wird, weil die Folien, die du gemacht hast, du musst natürlich auch immer der Name unten drin stehen und so. Ja, muss sagen, ich habe ein paar Leute gehabt, die haben eigentlich keinen Plan. Es hat ja jeder selbst ausgesucht, welches Thema er nimmt, weil da gab es immer so verschiedene Themenbereiche, die man hat nehmen können. Wir hatten zum Beispiel Zahlungen in VIP. Wir haben quasi, es ist nämlich so, dass die Prüfung besteht aus 2 Teilen. Einmal das Fach, das du gewählt hast und einmal VIP, also Wirtschaft im Beruf. Und da hatten wir das Thema Zahlung, ja. Und es gibt so viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Jeder hat sich halt ausgesucht, welche er haben will. Aber trotzdem haben irgendwie bis auf ich und eine andere Person, also haben 2 Personen, also ich habe gewusst, von was ich rede. Eine hat einigermaßen gewusst, von was sie redet. Die anderen beiden hatten überhaupt keinen Plan, von was sie reden, obwohl sie sich ja ausgesucht haben. Das fand ich auch ganz nett. Okay, warte. Jetzt bin ich wieder abgeschweift und habe über meine Schule erzählt. Aber gut, ich habe ja gelernt, es ist interessant, wenn ich über meine Schule rede. Beziehungsweise über das, was ich da so erlebt. Darum hoffe ich, es nicht so schlimm. Was ist bei euch? Findet ihr Referat schlimm oder habt ihr das drauf? Oder seid ihr einfach wie mein Klassenkamerad und weigert sich immer Referate zu halten und kassiert dann lieber eine 6? Ich hoffe doch nicht. Mit Referaten kann man sich so einfach Noten machen. Verweigert das nicht. Egal wie nervös ihr seid, man verweigert das nicht. Okay, zurück zum Spiel. Okay, soll ich die Rolle von der Mentor übernehmen? That's right. You should have gotten the gist of the content in my thesis when I was explaining it earlier. So ask away. It's okay if your questions are a little off. I'll still treat them as real questions from an advisor and answer seriously. Verstehe. Also, bist du bereit? Wait a moment. Nein? All right, Layla, you got this. You were able to explain everything earlier, so you can do it again. All right, ask away. Oh mein Gott. Okay, oh mein Gott, ich höre mich gleich an wie so ein richtiger Lehrer. Beschreibe im Groben die Anwendungsbereiche der Berechnungsregeln für die 3-Bahn-Abweichung.
Ich höre mich an, als hätte ich das schon fertig studiert. Oh mein Gott. Sure. The direction of this research is based on the results of previous research. It's about the feasibility of applying my methodologies to the remaining triple orbit problems. Based on a sample size of 124 cases, we could only achieve approximately 60% accuracy. The results were not reliable enough to be implemented as a law. Ah ja. You can see the common traits of the erroneous samples on page 3. Excuse me, I mean from the star logs in the appendix. It's clear that in each of the erroneous samples, one of the stars underwent a significant shift. This means that we not only need to limit the number of stars, but we may also need to consider the degree of shift when applying triple orbit shift algorithms. Stars with greater shifts are often key in astrology readings. The next step of the research should be... the next step should be to identify the feasible thresholds of shift for applying our calculations. And that's my answer to your question. Do you have any other questions? Oh mein Gott. Wie genau ist das? We're finally done. I'm gonna need more practice. I can feel myself getting flustered, and I start to stumble whenever I'm asked questions that I'm unfamiliar with. Also, bei der Präsentation muss noch ein bisschen üben, aber die Logik ist perfekt. Oh, really? You mean it? Ja. Then this practice must be helping. During my first thesis defense, I stood like a statue on the stage and my palms were covered in sweat. I couldn't get a single word out. Natürlich bringt Übung was. Ich habe es zwar nie gemacht, ich glaube, ich habe erst einmal in meinem Leben ein Referat wirklich geübt. Also auch mit Publikum, in Anführungszeichen, meine Eltern oder so. Das war, als ich in der 4. Klasse, als ich mit einer Klassenkameradin zusammen ein Referat über Portugal gemacht habe. Und da habe ich auch nur für ihre Mom und ihre Schwester vorgestellt. Meine Eltern haben das Referat selber nie gesehen. Ich weiß nicht, ich mache das nicht. Ich mache das immer heimlich in meinem Zimmer. Weil ich finde das komisch. Das ist eigentlich nicht so intelligent, aber egal. Okay, das stellt dann wohl nicht länger ein Problem dar, hm? I didn't even realize it, but you're right. It doesn't seem like there's anything holding me back now. I guess that means I'm capable of completing the thesis all on my own. I can hardly believe it. This is amazing. Ja. Oh, I'm sorry. It's just that I'm really excited. This is the first time this has happened, really. I'm so happy. Ja, darfst du auch ruhig sein. Bist du auf niemanden anderen angewiesen. Das ist doch was Tolles. Oh, das hat gleich 2 weggemacht. Das ist doch wunderbar. I'm not sure how to put this. I'm really happy about everything that's happened, but I'm also feeling a little sad. I still don't know anything about the blessing from the stars. Will it never happen again since I don't need its help anymore? That somehow makes me feel a little lonely. Lonely? Yeah. Warum das? It almost makes the blessing feel like it was just a tool used for my studies, no? But I would really like to discover what the blessing actually is, if I ever get the chance. I want to express my gratitude for it, or better yet, maybe we could be friends. That's basically how I feel about it. Even if I know nothing about the blessing, I could still feel its companionship all along. It's almost like how you helped me. I really cherish and appreciate it. After all, it wouldn't be right to take such blessings for granted in our lives. Wird sie sicher freuen, dass du so darüber denkst, hm? That's good. I hope it's a little more satisfied with the way I am now. Da haben wir doch Wunderbares gemacht, hm?
Ah, ich noch weggerückt und sie... Oh mein Gott. War doch perfekt, oder nicht? Ein wunderbarer Tag. Eine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich und doch unglaublich. All dies wird ihr noch lange in Erinnerung bleiben. Ich hab's nicht gehabt. Warum klicke ich jetzt gerade die ganze Zeit immer daneben? Ah, wie sweet. Wie sweet. Ich möchte das gerne speichern. Wait. Ich könnte von hier aus schon das nächste Foto holen, aber auch hier den Weg gehen. Aha. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich sowas gesehen habe, war bei Beide, oder? War nicht auch irgendwas Ähnliches? Hier irgendwie sowas. Wow. Okay. Aber wir wollen natürlich alles sehen. Oh Gott, ist das mittlerweile wieder so ein Riesenzweig, ne? Darum, setzen wir hier an. Aber ich glaube, ich will auch sehen, mit welcher Möglichkeit ich dir das dann von hier aus erreichen würde wollen. Das interessiert mich jetzt schon, wie ich das dann krieg. Okay, wo geht's hin? Die Hälfte der Hand, okay. Okay. Dann, du bist wieder da. Du unhöflicher Typ. Hello, are you Azam? Yes, I am. How may I help you? Ah, I see. Well, if it's... Yes, this is it. Sorry. Astrology is a hobby of mine, and these devices have cost me both time, which is why... Oh, How about this? If your explanation... Soll doch einfach von dir sein, ne? all right. Oh. I'll try. Shit. But I can't just. Yes, that... You're probably. Das war, schlecht, was wir gesagt haben. Interesting. Oh, as time can. I think that it might just... If the changes could be. What I'm. Triple orbit? You do know... It. Which. Do I. Don't... It would make me extremely... Just make... Good. Really? I would. Really? I guess. Even recording and. Let's continue. Ist gut, ist gut. Okay. Dann, wo machen wir weiter? Sind dann wieder im House of Ding. Gut. Hoffen wir einfach mal, dass ich dann auf den anderen Weg komme. This seems like the best spot to, so here theoretically, however, that's why I want, it's okay if your questions are, wait, alright. Was kannst du mir über die Vierbahnabweichung sagen? Huh? Die sind doch, glaube ich, jetzt schon wieder zu weit, oder? I doubt they'd ask about something so irrelevant. The differences are considerable and the astrological effects are entirely different. We need to consider how the effects offset and, I'm sorry. I'm not very knowledgeable in that area. About this question, I'm sorry. I'm not feeling very well. Everything is spinning. Oh, shit. Das war die falsche Frage. Alles in Ordnung?
Nein! Ach nö! Ups. I'm sorry. I haven't been sleeping very well lately. I tend to get dizzy from time to time, but don't worry, I'm fine now. What's wrong? Ich war darauf, dass du die Frage beantwortest. Oh, sorry. Can you please repeat the question? I didn't hear you clearly just now. Ja, das Problem hat gerade nichts mit deinem Hörvermögen zu tun. Du bist doch wer anders. Alright. I guess the cat's out of the bag. Of all the times to wake up. You're Layla's friend, right? And from the looks of things, the two of you are preparing for her thesis defense? Richtig, und du bist der Segen der Stunde, hm? With her long-term sleep deprivation, whenever her anxiety peaks, she loses consciousness and I take over. However, her unpredictable and varying sleep patterns are completely out of my control, so I have to make every second count. There's no one willing to help her here, so I have to step in. I am rather curious about you, though. Why are you trying to help her? Naja, sie hat nun endlich beschlossen, sich dem Problem mit ihrer Abhandlung zu stellen und arbeitet. Tatsache. Really? That's great. You're helping with all the things that I used to do for her. Ja, ist das schlimm? Seems like you've given her a boost of confidence with your encouragement. Now then, I can't really help her prepare for the thesis defense, so I'll be leaving some notes behind instead. You'll have to give them to her later. Sicher. Okay, I should get started on those notes. If there's anything you're curious about, you may go ahead and ask now. I can answer you as I write. I'm used to multitasking. Ja, Oh, das ist and gar I nicht schlecht. have to ask a favor. When you give the notes to her later, please don't tell her about my existence. Warum das denn? Well, she's always been in a fragile state. If she knew that there was another Layla who's always taking care of everything, she might feel like everything she's ever worked for is pointless, and that could lead to some demoralizing thoughts. She's a resilient girl, but no matter how resilient she may be, no one can hold up to criticism and torment from themselves. If her condition grows any worse, it's possible that I might cease to exist as well. Then there wouldn't be anyone to help her. Ja, aber ihre aktuelle Verfassung ist ja auch nicht so gut, ne? She's getting better though, isn't she? It's apparent how hard she's working now. She's my source of knowledge. I'm merely the representation of how she would be if she were rested and healthy. I believe that she's one of the best, even in a place like the academia where geniuses come by the handful. But growth is a process and shouldn't be rushed. I will always believe in and support her. Man könnte also sagen, dass es dir zu verdanken ist, dass sie nicht in einen Abgrund gefallen ist, hm? Believe me, even if she were to end up at rock bottom, she'd find a way to somehow laugh it off as one of her silly mistakes and climb her way out. Das geht natürlich auch, That's hm? the kind of person she is. All right, I've written down all the possible questions that I think the advisors might ask. Next, I'll put together a few words of encouragement for her. I'm not going to sign it, obviously. Oh, and don't forget about our agreement. Tue ich nicht. Ah. Okay. Erwartungen des Sterns. Obwohl sie sich nie treffen werden, wird sie immer an ihrer Seite gehen. Okay. Aber das war sweet. Oh! Ich wusste doch, dass ich hier lang gegangen bin. Als was ist das immer noch so? Okay. Okay, wir haben jetzt zumindest alle Ausgänge, aber hier fehlt noch was. Und es darf natürlich nicht so bleiben, weil sonst ist es ja nicht vollständig. Das heißt, wir müssen da nochmal hin. Ah ja, ich glaube, ich weiß schon, was ich nehmen muss. Das mit dem das Vertrauen nicht gewinnen, Zeugs, ne? Es ist eigentlich die letzte Möglichkeit, die übrig bleibt. Ne, das habe ich ja schon gesagt. Okay, ja, aber diese andere Layla, sie ist recht interessant. Also, ich frage mich auch echt, wie sowas funktioniert.
Ist es so was ähnliches wie Schlafwandel? Ich habe keine Ahnung. Hello. Ja, das mit dem Dialog will ich kein drittes Mal jetzt durch. I see. Yes, this is it. Astrology is a hobby of mine, and these devices have cost me both time, which is why. Oh, How ist dein about Hobby? if Interessiert your mich nicht im geringsten. Wenn du Fragen nicht beantwortest, kann man wohl sein Vertrauen nicht holen. Ne? Das war wieder eine schlechte starting to Antwort. make me feel nervous. I'm sorry. I feel a little dizzy. Jetzt schon. Uh, Layla? Jetzt. Oh mein Gott, jetzt kommt schon die andere. I'm okay. My mind just decided to stray elsewhere for a moment. Give me a second to gather myself. Oh, is this the celestial globe that I needed to borrow? Warum formulierst du diese Frage? Correct. I was about to test you with a few questions, but you suddenly started looking very uncomfortable. Oh, don't worry about it. I don't sleep very well, so I tend to get a little dizzy from time to time. I'm fine now. She seems a little different all of a sudden. Ja. I see. Well then, can you briefly summarize your area of research for me? With pleasure. I'll give you a general overview. You're probably aware that astrologists rely on the movements of the celestial bodies to calculate the past and the future. Due to the difficulty of designing an experiment and the challenges of validating theories about the past, astrological research is usually based on an immense foundation of experience. And therein lies the largest complexity. Derived and validated conclusions may vary due to subtle changes caused by the flow of time and shifts in the stars. Ah, I've heard about this before. I believe it's known as astral shift. One of the most classic challenges is to use 3 stars with shifting orbits to predict the overall changes that may have occurred. Ah, are you referring to the triple orbit problem? Yes, that really is a classic problem, and a very difficult one to tackle. I came up with a set of prediction methods that encompass more than half of the triple orbit problems. However, there are quite a few limitations and requirements. This set of methods is already being put into practice at the Ratawa Darshan by my advisor, drastically simplifying the difficulty of calculations involved in the triple orbit problem. Ich muss sagen, ich verstehe jetzt noch weniger bei der Erklärung, als vorher leider Nummer 1 es erklärt hat. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Astrologie ist so kompliziert. Yes, I've heard about that. The announcement made big waves in the astrology enthusiast community. So, you were the one who came up with that? You mustn't judge a book by its cover, you know. The thesis I'm working on this time aims to address the remaining triple orbit problems, as well as eliminate a portion of the methodology's limitations, which... I see. Oh, oops. In that case, perhaps there's no one more fitting to operate this device than you. I just keep it as part of a collection. I can't use it to its full potential like you can. Thank you for understanding. I'll return it in perfect working order once I'm finished with it. Okay, we should be going now. Tschüss! What did we plan to do after this? I kind of forgot. Du bist nicht Layla, hm? Huh? What makes you say that? Is there something off about me? Nee, bist anders, hm? Fine. Looks like I can't keep the act up any longer. I even tried to look a little panicky to emulate her behavior. Das ist der Segen der Sterne, hm? I suppose that is what she's been calling me. With her long-term sleep deprivation, whenever her anxiety peaks, she loses consciousness and I take over. However, her unpredictable and variable sleep patterns are completely out of my control, so I have to make every second count. Das ist aber der gleiche Text wie vorher. Hm? There's no one willing to help her here, so I have to step in. I am rather curious about you, though. Ja, das ist das Really? Gleiche.
That's great. Das ist wieder das You're Gleiche. helping with all the things that I used to do for her. Ja gut, wir kommen ja auch beim gleichen Bild raus, Seems ne? like you've given her a boost of confidence with your encouragement. She's only steps away from the finish line. She's already made a lot of progress, so there's no need to push too. Anyway, what's the plan from here? Na, sie hat gesagt, dass sie eine Disputation üben will. Oder Vorstellung bezeichnet sie jetzt einfach. I Ich weiß nicht, was es sonst sein see. soll. Well, it wouldn't be of any help if I practiced for her, but I'll leave some notes that should come in handy. Come on, let's go back to the house of Dana to make preparation. Okay. Dann ist das jetzt das gleiche wieder hier vorhin, dass sie hier wieder ihre Notizen schreibt und so. Weil, wie gesagt, wir kommen ja beim gleichen Bild raus. Sind wir gerade vom Himmel gefallen? Sah irgendwie so aus. Aber es kann schon gut sein. Weil wenn meine Freundin sich teleportiert und bei ihr dauert das immer ein bisschen. Beziehungsweise sie ist halt schon am Teleportationsort, wo ich stehe. Aber bei ihr lädt der Bildschirm noch, da schwebt es dann immer in den Boden rein. Das kann schon sein, dass wir irgendwie immer von oben runterfallen. Dann sind wir wieder hier. Ich denke mal, das ist wieder der gleiche Text. Okay, I should get started. Oh, and I have to ask a favor. Ja, das ist wieder das Well, gleiche. she might feel if her condition grows any worse. She's getting she's my source. I believe that, but growth is a problem. That's the kind. All right, I'm not going to. Ui, gut. Dann haben wir das wieder gemacht. Haben wir jetzt alles, oder? Wollen wir jetzt alles haben? Ja. Alle Ausgänge erreicht und auch jeden Weg gegangen. Wunderbar. Sind wir auch mit Layla fertig. Wow. Ja, aber trotzdem fehlen uns ja noch 2 Farusan und KW, aber... Die machen wir in Videos, weil ich habe schon in Videos angefangen. Das wäre doof, wenn wir es jetzt einfach mal fertig machen. Also finde ich jetzt zumindest. Darum... Ja. Wenn wir dann Videos weitermachen, bei Farusan bin ich ja schon richtig weit gekommen. Aber KW sieht auch nicht viel besser aus. Ja. Es ist schon die Frage, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Jetzt die Frage, was tun wir jetzt? Wenn jemand eine Idee hat, sagt es mir doch gerne. Sonst weiß ich gar nicht, was wir jetzt machen können noch. Um noch ein bisschen Zeit zu vertreiben. Also logischerweise könnten wir irgendwas questen, aber ich finde den Quest nicht so spannend. Weil in dem Quest lese ich mich auch nicht durch. Darum. Ich habe im meisten Fall keinen Plan, There's no was such geht. thing as pure freedom in this world. Ähm, Even the wind cannot blow. Theoretisch könnten wir noch irgendwie Ressourcen sammeln oder so, aber ich weiß halt auch nicht, ob das so spannend ist. Müsste halt definitiv wieder ein Gesprächsthema einfallen, weil sonst halt eher keiner zu. Ja. Die Glockenblume. Wo ist sie denn? Ich finde diese Glockenblumen nicht. Im Norden von Hof von Fontaine. Das ist irgendwie auch ein bisschen dahin geblättert gesagt, ne? Im Norden von Hof. Glaubt ihr, es gibt Samen für die? Glaubt ihr, ich kann sie mal in der Teekanne anpflanzen? Das ist gerade, wo ich da eh schon drin bin, kann ich mal nachschauen. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mehr so wirklich abgecheckt, was es da gibt. Aber wenn es da Samen gibt, dann wäre das doch was... Wo gab es diese Samen? Gab es hier diese? Nein. Ja! Oh mein Gott, ich kann sie anpflanzen! Das ist doch was Tolles. Ich hoffe jetzt auch nur, dass ich den richtigen Boden dafür oft genug habe, um das alles anzupflanzen. Dieser ist Stufe 9. Gut. Oder auch nicht, weil diese interessiert mich eigentlich nicht. Okay, okay. Ja, ist ja wunderbar, dass ich das anpflanzen kann. Aber ich finde es halt draußen irgendwie nicht. Ich kenne eigentlich bloß
Spot von den Glockenblumen hinter der Oper. Mit diesem Herz, wo dieses Herz bilden. Das ist irgendwie der einzige Spot, den ich kenne, dass es da diese Dinger gibt. Aber sonst, ich habe keine Ahnung. Aber einfach mal nur, dass ich genug Feld habe. Ich weiß nicht, wo pflanzt man die an? Pflanzt man hier? Warum habe ich so mehrere Rosen? Keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden. Aber wenn es nicht weiß, weiß es erst recht nicht. Ich habe schon ewig nichts mehr angepflanzt. So. Da haben wir zumindest ein bisschen was vorgesorgt. Das hilft mir jetzt aber trotzdem noch nicht weiter, dass ich nicht weiß, wo man sie findet. Weil ich weiß, der Hof von Fontaine, ist damit jetzt das gemeint oder der ganze Bezirk? Bezirkshof von Fontaine. Weil da ist nur ich hab hier geguckt, ich hab nichts gefunden. Ich hab da ganz viel für You think I've got a sharp tongue? Ich hab diese I just komischen tell Glocken it nicht like it gefunden. is. If someone can't handle it, Wo zum maybe Teufel that's their sind die? problem. Kennt jemand von euch ein paar Spots, wo die sind? Ich hab echt keinen Plan. Ich würde mal sagen, wir schalten jetzt erstmal noch ein paar Teleporter frei. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß halt nicht, ob das so interessant ist, wenn ich auf Ressourcenjagd gehe. Es ist halt so, also vielleicht, wenn jemand ein Gesprächsthema hat, dann wäre es vielleicht noch ertragbar oder so, aber ich weiß es jetzt halt nicht. Müsstet ihr mir halt was geben. Und vielleicht gibt es auch ein Gesprächsthema. Aber dass ich auch reden kann. Weil sonst müsst ihr mir wieder irgendwelche Storys aus der Schule ausdenken. Weil eigentlich kann ich über meine Schule immer erzählen. Und naja, mir wurde auch gesagt, das ist ein ganz interessantes Thema. Beziehungsweise auch sehr unterhaltsam, wenn ich mich darüber aufrege. Aber auch mir gehen irgendwann die Storys aus. Weil da müsste ich halt teilweise auch weit zurückgreifen. So bis in die 5. Klasse oder so. Weil immer meine Grundschule, da gibt es nicht so viele lustige Sachen zu erzählen. Okay, ich könnte mir über meine Drittklasslehrerin auch ganz gut ausregen. Aber das ist schon doch sehr lange her. Da kann ich mich auch nicht mehr an alles erinnern. Aber so jetzt auf der Mittelschule, da gab es eigentlich schon einige Dinge. Aber ja. Ich habe halt die Befürchtung, dass ich zu oft das Gleiche erwähnen werde. Weil ich kann mich natürlich hauptsächlich über meine 8-Klasslehrerin, beziehungsweise auch teilweise auch 7-Klasslehrerin aufregen, aber das habe ich jetzt auch schon genug getan. Können wir über die 5., 6. noch ein bisschen reden? Weil über die 7. kann ich eigentlich auch nicht reden, weil so sind wir fast das Ende von der 6. und fast die komplette 7. sind wir ja nur zu Hause gesessen. Ich fand das im Übrigen ganz schlimm. Homeschooling war wirklich Katastrophe. Ich will das nie wieder haben. Ich habe am Anfang auch so gesagt, geil! Ich muss nicht in die Schule gehen. Und so weiter. Aber eigentlich war es... Wo ist denn die Seele jetzt hingeflogen? So? Wo ist die Seele jetzt hin? Hä, die war doch gerade noch da. Wo ist die hin? Ist sie da runter? Nee, aber das sind Glockenblumen. Wo ist die Seele hin? Squall and Fury. Ach, da hinten. Ja, aber im Prinzip war Homeschooling so ein richtiger Scheiß, ne? Weil irgendwie jeder Lehrer hat geglaubt, es einfach ist das Wichtigste, ne? Und unser Klassenlehrer, also das ist jetzt nicht die Lehrerin, über die ich mich schon so viel aufgeregt habe, über die habe ich noch gar nicht geredet. Nur ich hatte in der 7. einen anderen Klassenlehrer, der dann mobile Reserve musste. Und der hat so gesagt, wenn wir so wie in der Schule arbeiten, dann sind wir mit den Aufgaben, die er uns gibt, bis um 1 fertig. Und dann war ich so, ja, und was ist mit den Aufgaben von den anderen Lehrern? Hast du die auch mit eingerechnet? Irgendwie, das war so schlimm. Jeder Lehrer hat geglaubt, es einfach ist das Wichtigste. Weil mir ist halt so, ich habe halt in der 7. Klasse noch Kochen gehabt. Das habe ich danach schon abgewählt. Das ist auch das, wo ich vorher noch beim Quali drüber geredet habe. Du kannst zwischen 3 Fächer wählen. Kochen, Technik und Wirtschaft. Und in der 7. Klasse hast du halt alle 3 Fächer, weil du musst dich ja später dann entscheiden. Weil du musst dann halt auch darin auch dein Quali machen. Und eigentlich ist es so, dass wir unsere Klasse in 2 Gruppen aufgeteilt haben. Die eine Gruppe kocht und die andere Gruppe macht Theorie. Das wechselt sich halt immer ab.
Und irgendwie, kaum waren wir dann im Homeschooling, hat sie gemeint, dass wir ja beides machen können. Theorie und Kochen. Ne? Und dann hat sie uns teilweise solche Rezepte aufgegeben, die würden wir in der Schule never ever machen, weil das da teilweise Sachen sind, wo du irgendwie bei dem Backzeug die Sachen so eine Stunde kalt stellen musst oder so. Ja? Das können wir in der Schule bei 2 Stunden Kochen ja nicht machen. Ja, und es war dann halt so ein Ding, ey, sonst, warum hat, ich hätte halt so gemacht, also ich hätte es halt verstanden, wenn ich beziehungsweise ich hätte es halt vor allem auch logischer gefunden, wenn sie es gemacht hätte, dass, aber da unten sind Messolins, oh, die sind noch irgendwas für Kinder. Dass sie halt uns in einer Woche Theorie aufgibt und andere kochen, ne, aber dass sie beides gleichzeitig machen, das ist total bescheuert, hätte sie ja in der Schule auch nicht so gemacht. Und außerdem, also, wenn überhaupt irgendwas gekocht worden ist, dann hat das meine Mom für mich gekocht. Ne, meine Mom hat irgendwann, also das hat halt bei mir überhaupt nicht funktioniert, das mit dem Homeschooling. Meine Mom hat dann irgendwann angefangen, ganz viel Zeug für mich zu machen. Und ich habe es dann halt einfach, einige Sachen, die jetzt halt vor allem nicht Hauptfächer waren, habe ich dann einfach nur noch abgeschrieben. Also, weil so, vor allem bei vielen Nebenfächern, da hat sie das dann gemacht. Und so, oder auch Wochenplan. Über Wochenplan habe ich mich ja schon oft unterhalten. Weil auch im Homeschooling hatten wir einen Wochenplan. Wie dämlich das denn bitte ist. Sehr dämlich. Aber das haben meine Lehrer natürlich nicht gecheckt. Mein Gott, sind die zwei süß. Oh mein Gott, sieht das knuffig aus. Da muss ich ein Foto von machen. Ja. Da hat mir meine Mom viel geholfen, ja. Aber das war so... Ich habe mir so gedacht, so, liebe Kochlehrerin, das würden wir in der Schule im Leben nicht kochen, weil wir dafür die Zeit haben. Warum müssen wir das dann zu Hause machen? War halt auch so ein... Ja, ich fand Homeschooling grausam. Also, es war der Horror. Ich fand das ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie ging es euch da so, wenn ihr da in der Schule wart? Ich weiß ja nicht, wie alt ihr alle seid. Habt ihr das leicht gefunden? Fandet ihr das cool oder habt ihr gedacht, bitte nicht? In der 8. Klasse war ich dann ja doch schon irgendwie echt wieder froh, dass ich wieder in der Schule war. Da war zwar auch noch viel mit Maske, aber mein Gott, das war mir dann auch wurscht. Ja, aber ich finde das Homeschooling war schlimm. Vor allem 6. Klasse war noch so unerträglich, weil in der 6. Klasse haben wir noch mit E-Mails gearbeitet. Da haben wir den ganzen Scheiß über E-Mail bekommen und da habe ich dann irgendwann voll den Überblick verloren. In der 7. Klasse hatten wir dann einen Schulmanager bekommen. Den benutzen wir jetzt natürlich auch immer noch, weil der ist eigentlich ziemlich cool. Ja, wenn du Vertretungslehrer hast, dann siehst du das da in deinem Stundenplan drin und siehst du auch deine ganzen Klassenarbeiten drin und was weiß ich und das müsste nicht in keine Elternbriefe mehr ausgedruckt werden, weil das entweder gleich uns da nachgeschrieben wird und das Elternbrief eingestellt wird. Also, sagen, das Ding ist eigentlich ziemlich nice. Hat nur am Anfang der 7. Klasse nicht ganz so toll funktioniert, weil es war so ein bisschen überlastet, glaube ich. Weil man sieht es auf der Website von denen, vom Schulmanager, es haben sau viele Schulen dieses Ding. Und ganz am Anfang, wo dann plötzlich alle das ganz viel benutzt haben, weil alle zu Hause gesessen sind, war das Ding irgendwie, weiß nicht, überlastet. Da hat es dann nicht ganz so toll funktioniert. Aber das ist dann auch gefixt worden und dann ging das schon. Aber ja, so an sich, ich fand's richtig kacke. Also, aber vor allem in der 6. Klasse. Oh mein Gott, was hat das denn jetzt gebracht? Gar nichts. 6. Klasse war schlimm mit den ganzen E-Mails. Das war wirklich grausam. Ich meine, wer hat denn da den Überblick behalten? Ich nicht. Ich habe irgendwann nicht mehr gewusst, was ich schon gemacht habe und was ich nicht gemacht habe, beziehungsweise was ich abgeschickt habe und was ich noch nicht abgeschickt habe. Das war so ein grausames Ding. Aber es ist zum Glück vorbei. Ich war dann auch schon sehr froh, dass wir dann vor allem jetzt dann in der 9., wo ich meinen ersten Abschluss geschrieben habe, dass wir dann das ganze Jahr über in der Schule waren, weil in der 8. waren wir auch nicht das komplette Jahr in der Schule. Da waren wir ein bisschen auch zu Hause, aber nur ganz bisschen. Ja, was Ding ist, in der 7. Klasse, unsere Lehrer haben auch nicht für nötig gehalten, irgendwelche Videokonferenzen mit uns zu machen. Ich weiß, andere Lehrer, die hat, beziehungsweise paar
alte Schulfreunde, Grundschulfreunde von mir. Die haben sind irgendwie den ganzen Tag da im Zoom drin gesessen und da haben die halt richtig halt Unterricht gehabt, wie in der Schule auch so. Um 8 geht's los, dann hast du, was weiß ich, 5 Fach, um halb 10 hast du dann deine erste Viertelstunde Pause und so. Da haben die es richtig konsequent durchgezogen, aber bei uns war vielleicht hier und da mal eine kleine Videokonferenz. Meistens haben wir die dann in Mathe gehabt und da habe ich natürlich nicht ganz aufgepasst. Oh, ich weiß noch, wir mussten halt auch immer irgendwie Guten Morgen schreiben oder so, dass wir wach sind, halt spätestens um 8, wegen Schulpflicht und so, dass wir anwesend sind. Ich war halt schon oft früher wach und das hat mich immer genervt zu warten bis 8 ist, deswegen habe ich teilweise um 6:30 schon geschrieben, dass ich da bin. Oh ja, ich habe da auch mal eine Nachricht dann von meiner Lehrerin bekommen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Was mache ich hier eigentlich? Ich suche Glockenblumen eigentlich, ne? Also, beziehungsweise ich und meine Mom haben die Nachricht bekommen. Und du kannst ja auch eine Person kann mehrere gleichzeitig schreiben. Solange du ein Lehrer bist, du kannst, als Schüler kannst du mal bloß einzelnen Personen was schreiben und auch nur so den Lehrern, die du in irgendwelchen Fächern hast. Kommt voll komisch, aber naja. Da oben ist eine Ukulele, da. Quit following me. Das war irgendwie so. Die hat mir dann geschrieben, dass ich in irgendeiner Konferenz nicht da war, dass ich um was weiß ich wie viel Uhr schon geschrieben habe, dass ich da bin. Und dann in der Konferenz nicht war. Und es geht ja mal sowas von überhaupt nicht, weil wir haben Schulpflicht. Ich weiß es nicht mehr, ob ich da mit Absicht nicht in die Konferenz bin oder ob ich es vergessen habe. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich habe ich es vergessen, weil ich bin immer in die Konferenz. Ich habe mich dann meistens gestummt, meistens auch den Tab gestummt und habe irgendwie Musik gehört oder so. Also ich war auch nur so halb anwesend bei diesen Konferenzen, aber ich war da, ne? Aber so... You know, ich weiß nicht mehr. Es war dann natürlich so ein richtiges... Mensch, dieses Kind. Weil, wie gesagt, das ist die Lehrerin, die mich nicht mochte, die mir geschrieben hat. Meine Mathelehrerin. Entschuldigung. Meine Mathelehrerin. Und, ja, wie gesagt, ich mag sie nicht und sie mochte mich, glaube ich, auch nicht. Ich glaube jetzt dann in der 9. Klasse, wo ich sie dann nur in Religion hatte, hat sie mich dann nicht mehr ganz so sehr gehasst. Aber ich weiß noch, wir hatten tatsächlich auch eine Religionsstunde online. Eine. Da war ich auch nur so halb anwesend. Ich glaube, sie hat mir da sogar eine Frage gestellt, aber die habe ich nicht beantwortet und hat sie mich als fehlend eingetragen. Ich hatte keinen Bock, ihr zu antworten. Es ist, oh mein Gott, also Homeschooling hat vielen von uns viel getan. Es haben auch einige haben... Ich löse jetzt diese Chest, diese Links da einfach, weil ich da bin. Haben einige Verweise bekommen. Weil sie ihre Sachen nicht abgeschickt haben oder so. Ich hab auch viel nicht abgeschickt, aber Verweis habe ich zum Glück nicht bekommen. Mein Vater hätte mich umgebracht, wenn ich einen Verweis bekommen hätte. Safe. Vor allem, die haben sich alle so bei mir aufgeregt. Dass ich das Zeug nehme. Also ich denk so, Bruder, ich bin damals in den Ganztagszug gegangen, weil ich mit Hausaufgaben nicht klarkam. Und jetzt drücken mir die sowas auf. Okay, ich muss sagen, in der 9. Klasse war ich dann ja im Regelzug. Habe ich schon mal irgendwann erzählt. Und da war das dann mit Hausaufgaben völlig fein. Ich weiß nicht, warum es dann plötzlich funktioniert hat, aber es ging. Aber in der 7. Klasse habe ich einfach noch dran gefailt. Ich fand das war eine sehr schreckliche Zeit. Und ich wünsche sie mir nie wieder. Weil, das war... Schützt mich das Schutzschild auch von dem heißen Wasser? Nein, tut's nicht. Okay. Weil Ah! Scheiße, ich verbrenne hier. Das war eine absolut grausame Zeit. Ja, wo ich das gerade mit dem Verbrennen gesagt habe. Ich habe letztens meine Freundin so ein bisschen in Fontaine rumgeführt, so gut wie ich kann. Und was es halt sonst zu sehen gab. Da gibt's ja bei der... Ach nee, spring da doch nicht rein. Ist doch heiß. Und unten bei der Feuerkrabbe, da ist ja auch so heißes Wasser. Und da habe ich gesagt, geh nicht in das heiße Wasser, du kriegst davon Schaden. Ob sie dann extra noch reingerannt ist und dann deswegen auch verreckt ist, ja. Ich so, ich hab dir doch gerade gesagt, das heißt ja nicht reingehen. Ja, ich dachte, da kriegt man irgendein Zeichen, aber da wird einfach still heimlich deine Leben abgezogen. Ich so, ja. Deswegen habe ich gesagt, das heißt ja nicht reingehen, du kriegst da Schaden. Was ist das da für ein Ding? Gehört das auch noch mal zu der Truhe da? Ich glaube nicht.
Anyway, wir haben gerade noch immer meinen... Sag mal, der Hated ist hinter dir, du Affe. Wir haben gerade noch... Was ist das? Ah ja. Okay. Ach, das ist wieder so ein Ding. Da muss ich das irgendwie... Too slow. Oh. Ich sollte mir vielleicht einen Bogen ausrüsten dafür. Ja, sagen, ich fand... Aber so... über was reden wir jetzt wieder? Jetzt habe ich irgendwie das Thema verloren. Ich habe aber auch keinen Bock mehr was. Über das Homeschooling reden wir nicht mehr, weil das sind traumatische Erinnerungen. Ich fand das ganz schrecklich. Oh mein Gott, ich hoffe, euch ging es aber besser. Aber es haben viele Leute Probleme damit gehabt. Es ist auch ein wirklich... Komm, ganz ehrlich, das ist eigentlich auch was... Weiß nicht, wie sehr man das Leuten zumuten kann, wenn man noch in die Schule geht. So, I mean, ja... Ach, jetzt kommt dieses kleine Mädel wieder, ne? Also, wenn du irgendwie studierst, so, ja, mein Gott, dann kann man das durchaus so dran, dass du das von zu Hause aus beibringst. Irgendwelche kleinen Kinder, die noch zur Schule gehen. Darum so. Ah! Ich weiß nicht, ich muss sagen, meine Klassenlehrerin in der 7. war eigentlich so an sich ganz cool. Außer dann irgendwie... Außer im Homeschooling. Da war es irgendwie nicht so cool. Aber sonst war eigentlich, also er war richtig witzig eigentlich, aber so mit seinem Unterricht konnte ich nicht so viel anfangen. Also ich muss sagen, 7. Klasse war Unterricht ganz schwer, weil ich habe bei keinen beiden Lehrer wirklich viel gelernt, ja. Außer an GPG, da habe ich schon was gelernt. Aber so die eine Lehrerin, die konnte sie einfach nicht erklären und der andere, der hat es selber nicht gekonnt. Weil was ich in der 7. und 8. Klasse alles an Englisch versäumt habe, weil ich einfach keine anständigen Lehrer hatte, das war wirklich grausam. Ich würde sagen, ich habe ein gutes Englisch. Ich habe mir das aber auch alles eher mehr selber beigebracht. Durch Liedtexte und Leute, die mir auf Genshin Impact schreiben. Auf Englisch. Oh. Ja, so. Ne, sonst ist das, war das so 7. und 8. Klasse sehr schwer mit dem Englisch, wobei 9. Klasse auch nicht unbedingt gut war. Weil, ich hatte eine meine Sitznachbarin, die war auch richtig gut im Englisch. Und ich weiß nicht, der hat irgendein Wort falsch übersetzt. Ja, ich glaube, er hat gemeint, dass ein anderes Wort, ich hab's vergessen, offensichtlich heißt. Und ich hab's so jetzt so rüber geflüstert. So, offensichtlich heißt doch offensichtlich, oder? So. Ja, eigentlich schon, aber er kann es halt selber nicht und muss es unterrichten. Er hat immer so getan, als könnte er Englisch. Er hat uns sogar geprüft, ja, aber eigentlich konnte er kein Englisch, ne? Also in der mündlichen Prüfung hat er uns geprüft, schriftlich. Logisch. Aber so, ja, das war auch so wieder so ein Ding, ne? Aber 8. Klasse. Ich hätte an der Stelle von meiner Informatiklehrerin den Informatikunterricht halten müssen. Weil wir haben die ganze 8. Klasse sowieso bloß mit Scratch gearbeitet. Richtiges Scheiß ist das. Und was muss ich jetzt eigentlich noch machen? Muss ich dann noch irgendwie angreifen, ne? Und sie hat es halt selber nicht gekonnt, ne? Die hatte selber keine Ahnung von Scratch. Wenn irgendjemand Probleme gehabt hat, dann hat sie dann mich gefragt, ob ich das denen erklären kann. Und ich hab's gekonnt, sie nicht. Es war auch so ein Ding so, aha. Mache ich jetzt... Was ist das denn jetzt für ein Teil? Mache ich jetzt ihre Quest hier oder... Wie sie... Ihre Quest hier, ihre Aufgabe hier oder wie sieht's aus? Mache ich nur, wenn ich für bezahlt werde. So, ach nee, wo bringt mich das denn jetzt hin? Das sind 2 Okelis. Muss mir erst noch holen. Wo bringst du mich hin? Hä?
Ja, wo bin ich denn hier? Wow. Was ist das denn hier? Hier ist wieder irgendwo ein Okli. Boah, ich finde es immer schlimm, wenn ich die Oklis auf der Karte sehe, aber sie nicht finde. Ah. Wenn ich nicht rankomme, ist die andere Sache, aber wenn ich sie schon gar nicht finde, das ist... Aber ich markiere mir den jetzt einfach mal und suche ihn dann später. Wow, wo bin ich hier? Schwimmen mal darauf oder so. Können wir da irgendwie rauf? Doch, das ist Oberfläche. Wo sind wir? Das sieht aber geil aus. Feuerwelt? Feuerwelt unter Wasser? Feuerslime, Senden ist ein Feuerabdruckmagier. Quit following me. Too slow. Squall and fury. Search for it. I'll protect us. Help. Hi. Ach, hier ist überall heißes Wasser, deswegen kriege ich hier so viel Schaden. Aber habe ich den... Ach, hier ist so ein... Aber ach, da ist so ein Dings. Muss ich... Ah. Ach so, dann brauche ich mehr von den Dingern. Ah, okay. Quit following me. Wir müssen hier noch mehr von solchen. Wie das Feuer ständig angehen will und dann wieder ausgeht. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber es sieht cool aus. Hier drauf zu einer Decke. Ich finde das schön, wie die Unterwasserwelt gestaltet ist. Zwischendurch sind einfach irgendwelche Stellen, wo dann... Naja. Luft ist. Solche Unterwasserhöhlen halt. Hm. Open it. Okay, okay. Aber das finde ich ganz nice. Oh. Ja, das war's doch. Aber jetzt hat Barbara auch wirklich einen Nutzen für einen Badeanzug, ne? Okay. Ui. Muss ich jetzt gegen diese Krabbe? Krabbe scheint ein bisschen mad auf uns zu sein. Ja? Hey, ich hab dir nichts getan! Ein ungezogenes Viech. Gibt's hier keine gescheite Fähigkeit? Ist hier nicht dieser Rochen. Wobei ich finde die Schneidefähigkeit von dem ist richtig geil. Aber wie soll ich denn das Viech jetzt fertig machen? Das sind nur scheiß Dinger, die ich hier krieg. Ich muss sagen, dass Unterwasserkämpfen mit Cat auch besser gelöst werden können. Das finde ich geil. Vor allem, jetzt kann ich ihre E nicht benutzen. Was für ein Scheiß.
Ich habe hier wieder Wasser reingebracht und du greifst mich an, du unfreundliches Kind. Mache ich dir denn jetzt am besten hin? Oh mein Gott, wie lange soll man gegen das Ding kämpfen? Guck mal, wie wenig Schaden der hat. Oder können wir auch einfach so zu Truhe hinter? Müssen wir gar nicht gegen den kämpfen? Also wir können natürlich auch so runter. Das stimmt, da war gar keine Sperre, ne? Aber ich will ihn trotzdem kaputt machen. Einfach, weil er so unhöflich ist. Aua, ich habe voll aufs Maul gekriegt. Ist ja nicht noch irgend so ein Fischkreis oder sowas? Ach nein! Dafür... Nein. Niemand tötet meine Barbara. Niemand tötet meine Ehefrau. Ja? Sag's dir. Wir kriegen gleich noch richtig Probleme. Problem ist, dass es hier unter Wasser natürlich einen gewissen Vorteil hat. Ah, geil. Das war ein Volltreffer. Aber was genau habe ich da getroffen? Das ist so geil, dass ich da so viel Schaden gemacht habe. Ich weiß es nicht. Nee, jetzt hat er auch noch ein Schutzschild. Ja, langsam nervt er mich. Dankeschön. Hä? Was habe ich denn da für eine Schwachstelle getroffen? Ich check nicht, wie man gegen den kämpfen soll. Aber ich finde, das Kämpfen ist unter Wasser richtig... Also, es ist eine nette Idee, aber ich kann damit nicht umgehen. Nein. Lass mich in Ruhe. Stirb doch einfach. Warum möchtest du nicht einfach gehen? Hä? Was zum Heck? Habe ich vielleicht so eine Kugel von ihm abgewehrt? Nein. Das war... shit. Schwimm nach unten! Oh, shit. Das könnte ich jetzt mal versuchen, dass ich irgendwie... Ist das dann mein Schutzschild? Kommt damit wieder mit seiner hässlichen... Nee, das funktioniert nicht. Aber, hä, was habe ich denn da denn gerade dann gemacht? Ach nein. Was habe ich denn gemacht, um denen so viel Schaden zuzufügen? Ich weiß es nicht. Weiß irgendjemand, was ich gemacht habe? Ich check nicht so ganz, wie ich gegen gekämpft habe. Wirbelsmusik. Wie? Habe ich keinen Heal mehr oder sowas? Nee, habe ich nicht.
Oh mein Gott, das... du hast keine... So, was kann ich... Ich hab seinen Angriff zurückgeworfen, okay. Danke für die Info. Ich frage mich nur gerade, wie ich das gemacht habe. Ja, ich hab's mir auch schon gedacht, dass ich seinen Angriff zurückgeworfen habe, aber... Hä, wie habe ich... Wo ist er hin? Ach, da oben. Wie hab ich denn das gemacht? Oh mein Gott. Habe ich das mit... Hä? Wie habe ich das gemacht? Das war einfach übelst Lack mal wieder. Nee, okay. So funktioniert's nicht. Mit der E. Mit der E mache ich das, okay. Oh mein Gott. Das ist dann wieder so eine Timing-Sache, hm? Hä? Oh mein Gott. Jetzt müsste ich nur rausfinden, wann ich das muss ich das timen. Oh nee, was ist denn das für ein scheiß Krebs eigentlich? Was will der von uns? Ich hab ihm hier wieder Wasser reingetan und der ist so undankbar. Eigentlich meine noch Unterwasserwesen. Respekt. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott, wann muss ich das machen? Ich bin komplett überfordert. Wann muss ich das... Was zum Teufel, wann muss ich das... Ja, das war jetzt doof. Nee, ich müsste vielleicht das Ding auch treffen. Ich treff's ja nicht. Oh mein Gott, ich bin so ein Loser und Unterwasserkämpfer. Ich treff's nicht. Oh mein Gott. So lang drücken, bis der Angriff dich... Was? Oh mein Gott, ich sehe jetzt wieder bloß die Hälfte von dem, was du geschrieben hast. Bis dich Angriff triffst. Ach so, okay. Danke für den Tipp. Oh mein Gott, danke! Und jetzt... Okay, dankeschön. Och nee. Mach doch nicht so unfair, wenn ich gerade den Rücken zu dir kehre. Was bist denn du für einer? Oh mein Gott, dankeschön. Jetzt habe ich aber bloß diesen Krebs, diesen kleinen da getroffen. Ne? Habe ich dafür umgebracht. Ups. Oh mein Gott. Darauf musst du erstmal kommen, dass du das in dem Moment abdrücken sollst, ne? Ich habe schon wieder kein Futter mehr. Wegen so einem Scheißkrebs geht mir jetzt mein Essen aus. Okay. Okay. Got it. Was ist das? Ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung. Hätte ich das auch zurückdingsen können? Ich weiß es nicht. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Okay. Ja, so funktioniert es doch gleich viel schneller, ne? Ach shit, jetzt habe ich es verpennt. LP voll oder was? Du kannst mich mal. Okay, so funktioniert das schon schneller, ne? Wenn man weiß, wie es geht. Okay, vielen Dank für diese schönen Hinweise von dir.
Die habe ich wohl komplett verfehlt irgendwie. Ne, ich bin zu weit weg. Ich glaube, deswegen trifft sie nicht mehr. Ich weiß nicht, was ist das für eine komische Kugel, die ihren wegkommt? Hätte ich die auch abwehren können? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie gegen so ein Unterwasserviech gekämpft. Also gegen so eine große Krabbe. Yay! Wir haben es geschafft! Sind wir nicht toll? Ihr müsst jetzt alle mit Ja antworten, ob ihr wollt oder nicht. Okay, aber da geht's. Da ist noch irgendwas. Aber es sieht cool aus. Da geht's dann wieder nach oben. Aber irgendwo, kommen wir irgendwo anders raus, oder? Hm. Kommen wir beim Oak hier raus. Wow, aber da ist noch irgendwo ein Teleporter. Ach, kann ich da nicht runter schwimmen? Nee, da ist eine Strömung. Das geht nicht. Ah, okay. Wow. Ach, ich glaube, der Teleporter ist, wenn man hier lang latscht. Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Kommen wir wieder hier oben raus. Auch gut. Ach, das ist jetzt kühl, das war's. Ach, deswegen. Also das heißt kühler. Ach, weil das da unten drunter so war. Und deswegen war das so heiß. Ah, okay. Okay. Habe ich das auch kapiert? Okay. Kann ich ja den Marks auch wegtun. Ich weiß noch nicht so ganz, wie man an den Teleporter da, wo der Teleporter da ist. Der uns dann auch gerade noch angezeigt worden ist. The wind rises. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist was das. Hier gibt's. Also. Ich finde auch nicht, dass da unten das auch so Sassreiche kriegt. Hier ist dann aber nur bloß so ein. Oh, da ist noch eine Kiste. Hier ist dann bloß so diese heiße Quelle quasi dann, ne? Okay. Aber um diese Teleporter, da kümmere ich mich dann irgendwann mal anders. Für heute war es dann aber auch schon mit unserer Zeit. Vroni hat wieder 2 Stunden irgendwie von ihrem Leben erzählt und sonst irgendwas gemacht. Aber es gibt ja immer mal wieder Leute, die mir zuhören. Finde ich, ist tatsächlich eine ganz gute Sache. Quit following me. Aber dann, wie gesagt, war es das für heute. Und wir sehen uns dann bald wieder. Hoffentlich. Also, normalerweise morgen. Weil morgen kommt wieder ein Video. Aber im Stream erst nächste Woche Donnerstag. Was heißt erst? Ist nicht so, als würde ich euch oft genug beschäftigen hier, oder nicht? Ja, wie gesagt, ich hoffe mal, es hat euch irgendwie gefallen, euch unterhalten, hoffe ich doch mal. Ich bin eigentlich zur Unterhaltung hier. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Und vielleicht ein bisschen Zeit geschlagen oder so. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht und